Guten Tag an alle. Ich bin Peter. Willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir etwas sagen. Ich habe letzte Woche meine Monatsausgaben aufgeschrieben und ich war wirklich schockiert. Guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Peter, das klingt sehr interessant. Was hast du herausgefunden? Ich bin schon neugierig. Also, ich habe alles aufgeschrieben. Die Miete, das Essen, das Auto, die Versicherungen, alles. Und am Ende des Monats bleibt wirklich nicht viel übrig. Wie ist das bei dir, Adele? Geht es dir auch so? Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut. Die Kosten in Deutschland sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Besonders die Miete ist ein riesiges Thema. Wohnst du noch in München, Peter? Ja, genau. Und das ist natürlich das Problem. München ist eine der teuersten Städte in ganz Deutschland. Ich zahle für meine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung über 1.400 € im Monat, nur für die Miete. Das ist wirklich viel Geld. Das ist tatsächlich sehr viel. Hier in Hamburg ist es auch nicht billig. Ich zahle ungefähr 1.200 € für meine Wohnung. Aber ich habe Freunde in kleineren Städten, die für eine ähnliche Wohnung nur 600 oder 700 € zahlen. Der Unterschied ist enorm. Das ist ein riesiger Unterschied. Liebe Zuhörer, wo wohnt ihr? Zahlt ihr auch so viel Miete? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig, eure Situation zu kennen. Ja, schreibt uns unbedingt. Es wäre wirklich interessant zu wissen, wie die Mieten in euren Städten oder Ländern sind. Vielleicht könnt ihr auch vergleichen, ob Deutschland teuer ist im Vergleich zu eurem Heimatland. Das ist eine tolle Idee, Adele. Aber lass uns jetzt über das Essen sprechen. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil der Lebenskosten. Was sind deine Erfahrungen? Sehr gerne. Also, ich gehe meistens zweimal pro Woche einkaufen. Früher habe ich so 70 bis 90 € pro Woche ausgegeben, aber jetzt zahle ich oft 120 oder sogar mehr für die gleichen Sachen. Das ist wirklich eine große Veränderung. Genau das habe ich auch bemerkt. Ich gehe meistens einmal pro Woche einkaufen. Früher habe ich so 80 bis 100 € ausgegeben, aber jetzt zahle ich oft 120 oder sogar 130 € für die gleichen Sachen. Die Preise sind wirklich gestiegen. Ja, die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen. Ich versuche beim Discounter einzukaufen, also bei Aldi oder Lidl. Das ist meistens günstiger als im normalen Supermarkt. Machst du das auch, Peter? Manchmal, ja. Aber ich kaufe auch gerne beim Wochenmarkt ein. Das Obst und Gemüse dort ist frischer und oft auch nicht viel teurer als im Supermarkt. Allerdings braucht man da mehr Zeit und man muss wissen, wann der Markt geöffnet ist. Das stimmt. Zeit ist auch eine Art von Geld, oder? Aber ich finde, gutes Essen ist wichtig für die Gesundheit. Man sollte nicht überall sparen. Aber natürlich muss man auch auf den Geldbeutel achten. Es ist eine Balance. Genau die richtige Balance zu finden, ist nicht einfach. Und was ist mit dem Auto, Adele? Das ist bei mir ein sehr großer Kostenpunkt. Versicherung, Benzin, Reparaturen, Parkgebühren, das summiert sich wirklich schnell. Oh ja, das Auto ist extrem teuer in Deutschland. Ich habe vor 2 Jahren kein eigenes Auto mehr. Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel und manchmal ein Carsharing-Auto. Das ist in der Stadt viel günstiger. Das ist eine wirklich gute Idee. In München gibt es zum Glück ein sehr gutes U-Bahn- und Busnetz, aber manchmal ist das Auto einfach praktischer, besonders wenn man außerhalb der Stadt wohnt oder Einkäufe trägt. Das stimmt auf jeden Fall. Auf dem Land braucht man fast immer ein Auto. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind dort leider nicht so gut ausgebaut. Aber in der Stadt kann man wirklich sehr viel Geld sparen, wenn man kein Auto hat. Liebe Zuhörer, habt ihr ein Auto oder benutzt ihr lieber öffentliche Verkehrsmittel? Lasst es uns wissen. Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Das ist wirklich sehr interessant für uns beide. Ja, wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare. Es macht den Kanal lebendig, wenn wir von euch hören. Aber Peter, wir haben noch nicht über die Nebenkosten gesprochen, also Strom, Heizung, Wasser, Internet. Das kommt ja noch zur Miete dazu. Oh, das stimmt. Das vergisst man manchmal, wenn man über die Miete spricht. Die Nebenkosten sind in den letzten Jahren auch sehr stark gestiegen. Besonders die Heizkosten. Im letzten Winter habe ich fast doppelt so viel für Heizung bezahlt wie noch vor 3 Jahren. Ja, das war ein echter Schock für sehr viele Menschen in Deutschland. Die Energiepreise sind enorm gestiegen. Viele Leute haben versucht, Energie zu sparen. Zum Beispiel die Heizung ein bisschen niedriger stellen oder kürzer duschen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe meine Heizung auf 19 Grad eingestellt, statt auf 21 oder 22 Grad wie früher. Am Anfang war es etwas kalt, aber man gewöhnt sich daran. Und der Unterschied bei den Kosten war spürbar. Das ist eine gute Strategie. Und auch beim Strom kann man viel sparen.
Zum Beispiel alte Glühbirnen durch LED-Lampen ersetzen oder alte Geräte gegen neue, energiesparende Geräte austauschen. Das macht einen großen Unterschied. Ja, ich habe auch meinen alten Kühlschrank durch einen neuen ersetzt. Der neue verbraucht viel weniger Strom. Am Anfang kostet das natürlich Geld, aber langfristig spart man damit wirklich einiges. Das ist der richtige Gedanke. Manchmal muss man erst investieren, um später zu sparen. Aber nicht jeder hat das Geld für solche Investitionen. Das ist leider auch ein Problem, das man nicht vergessen darf. Absolut. Und das bringt uns zu einem sehr wichtigen Thema. Was ist mit den Menschen, die nicht so viel verdienen? Die Lebenshaltungskosten steigen, aber die Löhne steigen nicht immer gleich schnell mit. Das ist leider wahr. In Deutschland gibt es den Mindestlohn, aber für viele Menschen reicht das kaum aus, um in einer teuren Stadt alle Kosten zu bezahlen. Besonders in Städten wie München oder Frankfurt ist es sehr schwer, wenn man nicht viel verdient. Liebe Zuhörer, wir würden gerne wissen, findet ihr Deutschland teuer und wie vergleicht ihr das mit eurem Heimatland? Schreibt uns eure Meinung. Das ist wirklich wichtig für uns und für alle anderen Zuhörer. Ja, das interessiert uns wirklich sehr. Jedes Land hat seine eigenen Kosten und seine eigene Wirtschaft. Es ist immer sehr interessant, verschiedene Perspektiven zu hören. Ihr lernt Deutsch. Das heißt, ihr könnt auf Deutsch antworten. Genau, übt euer Deutsch in den Kommentaren. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Und Adele, ich möchte noch über das Thema Urlaub sprechen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Lebenskosten, oder? Viele Menschen möchten im Sommer oder Winter Urlaub machen. Oh ja, das ist ein sehr guter Punkt. Urlaub kostet natürlich Geld. Flüge, Hotels, Essen im Restaurant, Aktivitäten und Souvenirs. Das summiert sich sehr schnell. Viele Deutsche fahren im Sommer in den Urlaub, oft nach Spanien, Griechenland oder Italien. Ja, oder sie bleiben in Deutschland. Es gibt auch wunderschöne Urlaubsorte hier. Die Ostsee, die Nordsee, Bayern mit den Bergen und Seen, der Schwarzwald. Das ist auch sehr schön und oft günstiger, als weit zu fliegen. Das stimmt sehr. Ich war letztes Jahr an der Ostsee. Es war wunderschön und gar nicht so teuer wie ein Urlaub im Ausland. Und man muss nicht stundenlang im Flugzeug sitzen oder am Flughafen warten. Das klingt wirklich toll. Ich muss das auch einmal ausprobieren. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema. Wie kann man in Deutschland Geld sparen? Habt ihr Tipps, Adele? Ja, ich habe mehrere Tipps. Erstens, wie ich schon gesagt habe, beim Discounter einkaufen. Zweitens, öffentliche Verkehrsmittel nutzen statt Auto. Drittens, das Deutschlandticket nutzen. Das ist wirklich sehr günstig für Fahrten mit Bus und Bahn. Oh ja, das Deutschlandticket. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Für einen festen Preis im Monat kann man in ganz Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das ist ein wirklich gutes Angebot für alle, die viel reisen. Genau. Und dann gibt es noch Bibliotheken. Man kann dort kostenlos Bücher, DVDs und sogar digitale Medien leihen. Das spart viel Geld für Bücher, Streamingdienste und Zeitschriften. Das ist ein super Tipp. Ich gehe selbst manchmal in die Bibliothek. Es gibt dort so viel, das komplett kostenlos ist. Auch Veranstaltungen, Ausstellungen und Kurse manchmal. Das ist wirklich ein toller Service. Ja, und was noch? Man kann auch Kleidung auf Flohmärkten oder in Second-Hand-Läden kaufen. Das ist viel günstiger als neue Kleidung und auch gut für die Umwelt. 2 Vorteile auf einmal. Das stimmt. Ich kaufe manchmal Bücher und Kleidung auf dem Flohmarkt. Man findet dort wirklich tolle Sachen zu sehr kleinen Preisen. Es macht auch großen Spaß, auf dem Flohmarkt zu stöbern und zu entdecken. Absolut. Es ist wie eine Schatzsuche. Man weiß nie, was man findet. Liebe Zuhörer, geht ihr auch auf Flohmärkte? Oder kauft ihr gerne in Second-Hand-Läden ein? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, wir sind gespannt auf eure Antworten. Adele, lass uns noch kurz über die Krankenversicherung sprechen. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil der Lebenskosten in Deutschland. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. In Deutschland hat jeder eine Krankenversicherung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, also Pflicht. Entweder man hat eine gesetzliche Krankenversicherung oder eine private. Die gesetzliche kostet einen bestimmten Prozentsatz des Gehalts. Genau. Aber dafür hat man auch eine sehr gute medizinische Versorgung. Der Arztbesuch kostet nichts direkt, also man zahlt nichts beim Arzt. Die Versicherung bezahlt das. Das finde ich wirklich einen großen Vorteil. Das ist ein riesiger Vorteil in Deutschland. In vielen anderen Ländern ist das leider nicht so. Man muss dort für jeden Arztbesuch oder jede Behandlung direkt aus der eigenen Tasche bezahlen. Das kann sehr schnell sehr teuer werden.
Ja, das Gesundheitssystem in Deutschland ist wirklich sehr gut. Auch wenn die Beiträge hoch sind, ist die Absicherung für alle sehr wichtig. Man weiß nie, wann man krank wird oder einen Unfall hat. Genau. Und das gibt einem ein gutes Gefühl von Sicherheit. Liebe Zuhörer, wie ist das in eurem Land? Habt ihr auch eine Krankenversicherung? Ist sie teuer? Schreibt uns davon in den Kommentaren. Ja, das interessiert uns wirklich sehr. Also Adele, lass uns jetzt kurz zusammenfassen. Leben in Deutschland ist nicht billig. Die Miete ist hoch, besonders in großen Städten wie München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Ja, das stimmt. Und die Lebensmittel, Energie und Transport kosten auch viel. Aber es gibt wirklich viele Wege, Geld zu sparen. Man kann clever einkaufen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Energie sparen und die vielen kostenlosen Angebote nutzen. Und am Ende hat man in Deutschland auch viele Vorteile. Ein gutes Gesundheitssystem, sehr gute Infrastruktur, sauberes Trinkwasser, soziale Sicherheit und ein hohes Maß an Sicherheit im täglichen Leben. Das alles kostet natürlich Geld. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, Peter. Deutschland ist teuer, aber man bekommt auch wirklich viel dafür. Es kommt am Ende darauf an, wie man mit seinem Geld umgeht und welche Prioritäten man setzt. Genau das. Und klug sein beim Ausgaben ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Liebe Zuhörer, wir hoffen sehr, dass ihr heute viel Deutsch gehört und gelernt habt. War das hilfreich für euch? Wir hoffen es. Habt ihr Fragen oder Kommentare zu diesem Thema? Schreibt sie uns unten in die Kommentare. Übt euer Deutsch und seid nicht schüchtern. Schreibt einfach so gut ihr könnt. Absolut. Und vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, so verpasst ihr keine neuen Folgen. Drückt auch den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, abonniert uns und drückt die Glocke, damit ihr sofort eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir ein neues Video hochladen. Wir arbeiten hart daran, euch jede Woche neue Inhalte zu bringen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Es war wirklich sehr schön, mit euch über dieses wichtige Thema zu sprechen. Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt neugierig, übt weiter Deutsch jeden Tag und denkt daran, ihr macht das wirklich großartig. Bis bald.